get your wig split. Heute wird's hammergeil. Hinter mir stehen ein Massey Ferguson und ein Eicher und die beiden treten in diesem Video gegeneinander an. Kein Hightech, pure mechanische Power. Das wird fett. Herzlich willkommen bei Legends of Ländle. Ich bin Wenz und leidenschaftlicher Schrauber. Moin Freunde. Es ist schon wieder passiert. Dieses Brot hier habe ich einfach auf Kleinanzeigen zu verschenken gefunden. Wir sind in Imenstadt am Bodensee. Wir besuchen heute Marius und Joe. Das sind zwei Freunde, die haben einen Instagram-Channel, den ich schon lange folge. Die bauen sehr coole Projekte und eins davon ist ein 50 Jahre alter Massey Ferguson mit V8-Motor einfach. Richtig geiler Sound und die haben so einen komischen Louis Vuitton-Sitz darauf gebaut. Joe hat wohl auch einen krassen Traktor und die Community von den beiden ist schon ewig im Streit, welcher Traktor nur der bessere ist. Und da kommt morgen so eine Testanlage, so ein Anhänger, der mit der Zapfwelle messen kann, wie viel Kraft die Zapfwelle der beiden Traktoren jeweils hat. Und da können die dann endlich klären, welcher Traktor der stärkere ist. Hey, moin! Moin! Guten Tag, Grüß dich. ich bin Wenz. Marius, hi. Wie geht's? Servus, Joe, hi. Guten Tag. Joe und Marius kennen nur ein Gas, Vollgas. Die beiden sind beste Freunde und richtig verrückte Schrauber. Ja, wo sind wir denn hier eigentlich? In den heiligen Hallen. Heute soll es ja hauptsächlich um diesen Traktor gehen. Was ist das für ein Modell? Wo kommt das her? Auf jeden Fall mal die 1000er Serie. Und 150, das ist gleich schon mal die Leistung, 150 PS. Der ist tatsächlich ein Perkins V8-Motor. Der wird ursprünglich früher in so Sportjachten verbaut. Und ja, 2 Jahre lang wurde der von Massey Ferguson mal in so Traktoren verbaut. Das Besondere an dem, also die 1000er Serie wurde normalerweise mit einem reinen 6-Zylinder gebaut. Und 2 Jahre lang, da gab es mal zwischen IHC und Massey Ferguson so ein bisschen so, darf man das sagen, Schwanzvergleich. Hat sich aber eigentlich so rausgestellt, dass das gar nicht so geschickt ist für die Landwirtschaft. Also so ein rein 6-Zylinder, wenn man ehrlich ist, der bessere Traktor. Also wir haben die Katze im Sack gekauft. Marius hat mir einen Screenshot geschickt von Kleinanzeigen von dem Traktor. So, wie wär's? Nicht so. Ich glaube, ich habe nicht lange überlegt. Eine Sekunde später so, komm, mach mal. Geil. Ja. Das Ding war, wir wussten nur, okay, das steht in Michigan. Seid ihr rübergeflogen, um euch den anzuschauen? Nein, wir haben nur Bilder. Die haben uns Bilder geschickt. So sieht das aus, möchtet ihr das haben? Und dann habe ich gesagt, machen wir. Und dann rein in den Container, ab nach Holland, nicht nach Deutschland. Oh, mein Name ist Joe Effler und wir schauen uns den kleinen MF hier an. Ich find's zu heftig. Das ist so geil. Jetzt können wir mal offen reden. Was sagst du zu der Kiste? Alter, ey, hast du ein Taschentuch oder so, ey? Ja, ihr lasst das ja relativ original, ne? Den Traktor, der Lack ist ja alles noch original. Genau. Nur das halt wollen die wir ganzen dezenten. Ja, genau so, was ich halt mag oder was nachher irgendwo das Ziel ist, dass er halt läuft. Und wir wollen diesen Spagat zwischen Patina, dem Alten, und diesem Hochmodernen mit jetzt zum Beispiel dieser Elektronik und der Lichttechnik. Ah, wenn der grün leuchtet, ist er... Genau, dann ist ja aktiv die Zündung. Natürlich auch die ganzen Beleuchtungssachen. Und dann haben wir hier einmal das Licht nach vorne. Jetzt ist die Kamera natürlich ein bisschen geblendet. Ja, wie kommt man auf die Idee, einen Louis Vuitton-Sitz auf einen Traktor zu bauen? Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis. Schau mal, also meine Freundin, ich mag die wirklich sehr gerne. Aber die mag so ein bisschen so schickimicki. Ihre Louis. Und wer das hier, das zum... Und dann sagt die neulich zu mir so, ja, Schatz, ich brauche eine neue Handtasche. Meine ich, ja, ich brauche einen neuen Sitz für einen Traktor. Dann sagt sie so, nee, wir kaufen eine Handtasche. Sag ich, nee, wir kaufen einen Sitz für einen Traktor. Sagst du, nee, ich kaufe eine Handtasche. Dann sag ich, wenn du eine Handtasche kaufst, nehme ich eine Handtasche von dir und mache mir einen Traktorsitz draußen. Das ist tatsächlich der Stoff, ja? Ja, genau. Hast du genau. hast du das selber bezogen alles, oder? Ah, nee, so handwerklich begabt bin ich nicht. Ich habe es auseinandergeschnitten selber, das habe ich hinbekommen. Und nee, so eine Sattlerin aus dem Ort, die hat uns da ein bisschen geholfen. Ja. Aber es ist eine ganz große Handtasche gewesen, oder? Dass das ausreicht? Ja, Also, so diese Travel-Ding von Louis Vuitton. Also ich kenne dich da so ein bisschen aus. überhaupt Sei froh. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde den Massey Ferguson richtig geil. Hier in der Halle sieht er ja schon echt gut aus. Aber ich will noch rausfinden, was er wirklich auf dem Kasten hat. Dafür müssen wir den aber erstmal reparieren. Wir hatten den ja auf dem Festival mit dabei. Und Festival, viel Dreck, viel Action. Und da sind die Kraftstofffilter voll. Die müssen wir noch austauschen.
gibt es ein bisschen Sauerei, das ist jetzt halt so. Wenn das Ding auf dem Boden landet, ist Feierabend. Da fahren wir heute nirgendwo mehr hin. Ja. Deswegen, ja, also, sagst ja, hast ölige Hände und dann liegt es auf dem Boden, ja, und fertig. Legen wir es mal hier auf die Seite. Okay, Kraftstofffilter ist gewechselt und jetzt können wir das Ding wirklich anschmeißen. Mal schauen, ob es klappt. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie sich das Teil anhört. Wie es sich anfühlt. Wie es riecht. Wie es riecht. Wie schmeckt? Geschmäckle. Ja. Geschmäckle in der Luft, sagt man bei uns. Ja. Ja. Gut, Dann los. machen wir mal Krach. Braucht jetzt ein bisschen. Nee, ich bin auf dem Gas, Braucht jetzt ein bisschen, es ist alles leer. Geil, Alter! Machen wir mal raus. So Freunde, wir sind jetzt bereit. Wir wollen jetzt grubbern gehen. Haben den Spritfilter gewechselt. Ding läuft, habt ihr gesehen. Und jetzt sind wir gespannt, wie es beim Grubbern dann aussieht. 50 Jahre alte Technik. Mal sehen, wie es sich anstellt. Ring, ring, an mein Phone steht immer still. Baby, ich bin Macher, also mach ich, was ich will. Als Freundin neu Chris. Hast du auch ein paar Tropfen abbekommen auf der Fahrt, oder? Ist super schwerer Boden, du merkst schon, wenn du drauf stehst, sehr lehmig. Also wenn jetzt trotz dem kleinen Grubber und dem großen Gerät wird er trotzdem ganz schön zum Schaffen haben. Ja. Hey, cool. Von Wohnung mit einem Zimmer, in einem Jahr zu ausverkauften Shows und Kinder fragen mich nach Bildern. Und vielleicht werde ich bei den Sachen verrückt wie dein Bett, wenn wir beide über Nacht. Mit Atzen aufbrezeln für die Clubnacht. Aufbrezeln so wie Blut. Jetzt darfst du mal. Alter! Okay, also ich habe beobachtet, das hier ist für hinten hoch und runter stellen. Genau. Ja, genau. Aber da helfe ich dir schon noch ein bisschen. Kann theoretisch nichts passieren. Oh, setz dich auf den Louis Vuitton. Ja, wunderschön. Wunderschön. Phone steht immer still. Baby, ich bin Macher, also mach ich, was ich will. Neue Leaks, als Freundin neu Chris. Ich will mich nicht verändern, Digga, riesig Konto füllen. Und ich hoffe, ich bleib ich ja für immer. Und ich hoffe, dass du mich noch siehst wie immer. Sommer oder Winter, für mich wie ein Gewinner. Wohnung mit 4 Zimmer, doch benehm ich wie ein Irrer. So, Ach, ziehen. einfach ziehen. Zündung aus. Feierabend. Alter, das war geil. Was sagst du? Da wird man ganz schön durchgeschüttet. Ist auch irgendwie ein bisschen anstrengend auf jeden Fall, das Ding irgendwie zu fahren. Also ich bin jetzt nur eine halbe Runde hier gefahren, die paar Runden mitgefahren und irgendwie Ja, ist es im Körper drin. Da ist so ein moderner Traktor schon ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. wir wollten ja nur wissen, ob die Leistung da ist. Die Leistung war da. Ja. Wir haben mal zwischendrin ein paar Rauchwolken gezogen, sagen wir es mal so. Jetzt gucken wir mal morgen früh, was er wirklich hat an Leistung. Und dann Da sehen wir dann mal wirklich die Zahlen. da sehen wir Zahlen und Fakten und dann sehen wir weiter. Ja. Ob sich das alles rentiert, den Kraftstofffilter zu wechseln. Sitting on the dock of the bay. Jetzt geht's los mit dem Leistungstest. Ich bin schon sehr gespannt, welcher Traktor hier heute das Rennen macht. Die Community von Joe und Marius ist auch schon ewig im Streit, welcher Traktor nun mehr Leistung an die Welle bringt. So, Marius, was sagst du? Hast du ein gutes Gefühl? Machst du den Joe hier heute ganz einfach weg? Oder? Ja, ganz einfach wird diese Sache nicht. Joachim seiner ist kräftig über Serienleistung. Das wäre der Schlepper, mit dem du dann auch gegen Marius seinen Schlepper antreten willst, ja? Genau, dann hängen wir mal auch an die Zapfwellenbremse ran und dann gucken wir mal, was der kleine Vierzylinder so kann. Let's ride. Let's ride. Also wir haben den auch schon seit 25 Jahren. Also bin ich als kleines Kind schon drin gesessen, habe mir hinten noch so einen Sitz noch extra gebaut, Ja. dass ich da reinsetzen kann. Normalerweise sollte man schon darauf achten, dass der Tank in dem Sinne ein bisschen leerer ist. Jetzt ist er natürlich randvoll, also dementsprechend ein bisschen schwer. Deswegen könnte man theoretisch den Kollegen so auf die Seite kippen und dann sieht man den Motor. Kann man auch theoretisch einzeln tauschen. Und meinst du, hast da eine gute Chance oder wie ist das? Ja,
Ich bin mal optimistisch, sagen wir es mal so. Was ist das denn? Ja, das ist krass, gell? Das ist ein luftgekühlter Motor, Eicher luftgekühlt. Wenn der keine Last hat, kühlt der immer noch brutal. Der Motor wird eigentlich nie richtig warm, wenn der nicht richtig arbeiten muss. Aber ist ein Arbeitstier, genau. Okay. Die Jungs vom Leistungsprüfstand sind auch schon da. Jetzt müssen wir nur noch den Leistungsprüfstand noch aufbauen. Servus. Servus. Ja, wir sind SB Leistungsmessungen. Endlich sind sie da. Die Jungs von der Leistungsmessung. Der Wettstreit zwischen Marius und Joe, welcher Traktor der stärkere ist, schwelt seit Jahren. Heute ist der Tag der Entscheidung. Da fahren wir hobbymäßig auf Treffen und da kann man uns buchen und dann kann man ein bisschen Radau machen. Packt es unsere Riesenschlepper, oder? Wird knapp wahrscheinlich, aber bis 800 PS können wir. Da wird es ganz schaffen. Okay, kann man nichts kaputt machen. Nein. Schauen wir das. Schauen wir mal. Ja, cool. Da können wir eigentlich mal einschalten. Oh, macht richtig Radau gleich. Genau, das ist jetzt Gebläse zur Kühlung. Weil wenn da mal 400 PS oder so dranhängen, dann kommt es da schön warm. Da wird die Bremse auch warm. Genau, das sehen wir vielleicht später beim MF auch ein bisschen, dass sie ein bisschen warm Nur wird. beim MF? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau, und die werden da die 4 anzeigen. Drehzahl, das ist dann, er muss ja dann Vollgas geben und dann sehen wir, was der für Drehzahl bringt an der Also der Zapfwelle. gibt dann Vollgas und du drehst dann einfach immer schwerer, oder? Genau, und dann wird es anzeigt, Leistung, KW und Drehmoment. wie? Marius muss anfangen, den MF ranzuhängen. Kann ich mitkommen oder was? Ja, unbedingt. Bringt er überhaupt an? Wo geht er an? Das sage ich Hier, auch oder? jedes Mal, wenn ich in mein Auto steige. So, Herr Wenz, sind Sie denn schon mal Auto gefahren? Nein. Jetzt wird's laut. 134 mit Luftfilter, 147 ohne Luftfilter. Und was sagst du zum Ergebnis von Marius? Zufrieden. Also das, was der Motor noch an Kompression hat, leistungstechnisch Nach in Ordnung. 50 Jahren, ne? Ist okay, Serienleistung für das Alter. Was glaubst du, was macht der andere? Der Eicher macht weniger, sage ich. Ist das sicher? Ja. So, jetzt bin ich gespannt auf die Ringe vom Eicher, wenn er unter Last geht. Dann macht er ordentlich Ballett. So. Mit unter Acker hier noch weg. Jetzt geht der Test los. Was ist denn jetzt das Ergebnis? Ja, das Suchraum einfach durch nichts zu ersetzen ist. 102 PS an der Zapfwelle, 112 am Motor. Oh, Guck mal. somit ist die Challenge vorbei. Der Marius hat gewonnen diesmal, aber der Joe ist trotzdem Joe hochzufrieden. Sieger der Herzen. Ich muss eh dran schrauben an meinem F als Problem. Ihr seid beide zufrieden? Also ich bin zufrieden. Also Ja, du jetzt über 10% mehr Leistung wie Serie. Also Das ist sauber und bei uns muss man mal überlegen, also wir haben einen 50 Jahre alten Traktor, den wir einfach aus Michigan hierher geschoben haben, nur ein bisschen die Spritleitung wieder richtig angeschlossen haben und haben eigentlich volle Leistung. Also, was willst du mehr? Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Falls ihr noch nicht genug von Traktoren habt, hier sind 2 Videos. Einmal über das Traktorpulling und einmal ein Video über den Massey Ferguson von Kopfgetriebeöl.